finde, das ist oft das Mindset. Ich war von Anfang an eingestellt, dass es was Großes werden wird, was Gutes. Und damit ist es auch Gott sei Dank so was Gutes geworden und auch erfolgreich, kann man schon eigentlich sagen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Echo Walks, diesmal aus Berlin. Mein Name ist Mia Bikawai und ich befrage heute Olesja, sehr erfolgreiche YouTuberin und Instagramerin, zu ihrer Karriere, aber natürlich auch zu spannenden Themen wie Partnerschaft, Mutterschaft und Selbstständigkeit. Olesja, du bist seit 8 Jahren, glaube ich, erfolgreiche YouTuberin und Content Creator auf Instagram. Du hast, glaube ich, 166.000 Abonnenten auf YouTube und 103.000 Follower auf Instagram. Wow, du bist gut informiert. Ich habe ein bisschen nachgeguckt. Sehr professionell. Also wirklich erfolgreich unterwegs, aber gelernt hast du was komplett anderes, oder? Ja, also das ist sehr schön zu hören, dass du sagst, seit ihr 8 Jahren erfolgreich. Es war natürlich nicht immer so, man fängt ja irgendwo an. Ne? So muss es sein. Ja, aber ich finde, das ist oft das Mindset. Ich war von Anfang an eingestellt, dass es was Großes werden wird, was Gutes. Und damit ist es auch Gott sei Dank so was Gutes geworden und auch erfolgreich, kann man schon eigentlich sagen. Und ich habe gelernt, ich habe 2 Ausbildungen sogar abgeschlossen. Oh. Eine kaufmännische und eine künstlerische. Und ich muss sagen, ich wollte eigentlich aber immer eher was Kreatives machen. Und ich bin auch so ein Mensch, ich habe mich immer im Leben irgendwas getraut, immer was riskiert, weil ich habe mir gedacht, ich kann hier nicht stehen bleiben. Ich muss das finden, was zu mir passt, was mir Spaß macht, was mich ausmacht, mich glücklich macht. Und man kann ja nur in dem erfolgreich sein, wo man auch so seine Passion hat, wo man Spaß und Leidenschaft hat. Und da war ich immer so auf der Suche und vor 8 Jahren, nichts ahnend, habe ich das eigentlich so für mich gefunden und entdeckt. Und damals, wo ich gestartet habe, wusste ich ja nicht, was draus wird. Ne? Man startet einfach und guckt dann und dann ist doch was Gutes draus geworden. Aber apropos Mindset, ich glaube, ich habe in einem deiner Videos gesehen, dass du an The Secret glaubst und dass du dann einfach wirklich manifestierst, was du willst. Das hast du anscheinend dann ja erfolgreich getan. Ja. Du wurdest ja damals nach deiner Ausbildung von deiner Firma, glaube ich, sogar übernommen und hast dich dann aber entschieden, wirklich diesen Schritt zu gehen, den mutigen Schritt in die Selbstständigkeit. Ja, und es war, ich muss sagen, für meine Familie war das so wie. Die konnten das gar nicht glauben, weil das war so untypisch. Ne? Man ist ja oft mehr so diese Sicherheit, ne? Du hast Kind, du hast so eine Ausbildung gemacht, du hast doch einen Arbeitsplatz, es ist doch alles gut für dich gegangen, so ungefähr. Ne? Aber dann, aber ich war irgendwie, weiß nicht, vielleicht mutiger und ich habe immer ich wollte nicht einfach stehen bleiben und etwas machen, wo ich vielleicht gutes Geld verdiene, aber nicht glücklich bin, weil ich mir gedacht habe, die Lebenszeit ist so wertvoll und ich will nicht 8 Stunden meines Lebens am Tag, weißt du, so wo sein, wo ich nicht sein möchte, wo ich nicht glücklich bin, wo ich die Arbeit nicht gerne mache. Und deswegen habe ich halt immer gesucht und jetzt und mit Social Media, es ist ja nicht nur die Arbeit, die ich mache, dieses Kreative, sondern es ist auch das Selbstständigsein, eigener Chef sein, auch in dem kreativen Bereich, den ich ausübe. Und ich wusste nie vorher, dass ich so ein Typ bin für eine Selbstständigkeit. Okay. Also eigener Chef, doch diszipliniert war ich schon immer. Ich glaube, das kommt so vom Tanzen, weil ich bin auch eine ehemalige Tänzerin. Ich glaube, da habe ich wirklich Disziplin gelernt. Aber eine Selbstständigkeit verlangt natürlich noch mal was anderes, noch mehr ab. Ne? Und das kam halt alles so zusammen dann mit Social Medias. Man muss irgendwie alles so beherrschen und versuchen, an allem zu arbeiten, damit das wirklich läuft. Deine Leidenschaft ist ja Beauty. Deine Themen sind ja fokussiert auf Beauty, Hair und auch Fashion. Wann hast du dir gesagt, daraus kann ich ein Business machen, da kann ich mich selbstständig machen? Und, Business war es eigentlich nicht. Also wie gesagt, als ich angefangen habe, war das ja noch nicht so, da hat es noch keiner als Business gehabt, weil es hat ja erst in Amerika angefangen, diese Beauty-YouTuber-Szene und dann kam es so langsam nach Deutschland und also ich habe diesen amerikanischen Markt gesehen und ich fand das so faszinierend. Ich habe gedacht,
wie, sie zeigt jetzt ein Tutorial, wie man sich schminkt, einfach so. Ich kann mir das jederzeit angucken, so oft wie ich will, ne, weil man kannte nur bis dahin nur so Fernsehen, du schaust und dann, wenn die Werbung ist, kannst du mal gerade was zu trinken, also man war so gebunden. Ne? Und dieses YouTube, das hat mich so fasziniert und dann habe ich gedacht, ich werde doch ständig gefragt, wie ich meine Haare mache, weil ich mache das schon immer. Ich habe früher auch beim Tanzen in der Tanzschule zu jeder Aufführung allen die Haare gemacht und zu jeder Feier meine Freundinnen immer so, weißt du. Und dann habe ich gedacht, eigentlich ist das perfekt für mich. Ja. Ich zeige ein Tutorial, wie man so eine gewisse Frisur macht und die Leute, auch meine Freunde, können sich das einfach anschauen und daraus lernen. Wenn sie nicht verstanden haben, gucken sie sich es nochmal an. So hat es eigentlich angefangen. Und dann habe ich ein richtig gutes Feedback bekommen und eine super Resonanz, sodass ich mir gedacht habe, okay, dann mache ich mal hier weiter. Und irgendwann der Punkt, wo ich gesagt habe, so, ich mache jetzt nur das, war, wo ich habe ja einen Vollzeitjob gemacht und YouTube 3 Jahre parallel. Okay, wow. Und das war irgendwann wirklich viel, viel, viel. Und dann sind wir umgezogen und habe ich gedacht, okay, ich treffe jetzt die Entscheidung, dass ich jetzt einfach hier einen Cut mache und ich mache jetzt mal nur Social Media. Und das war wieder so ein Sprung ins kalte Wasser, weil reicht es zum Überleben? Ne? Wie läuft es für mich? Wie wird es weiterhin gut sein? Wie? Und zu der Zeit ungefähr kam auch ein Management dazu. Und es hat mir so ein bisschen Sicherheit gegeben. Ich habe mich nochmal anders aufgestellt gefühlt, auch was mein Image betrifft, was mir auch ganz wichtig ist. Und ich denke, dass es auch wichtig ist in der Branche, das eigene Management. Und ja, und dann, das war so der Umbruch, wo ich mich entschieden habe, nur das zu machen. Okay, also du hast dann schon so sukzessive Geld damit verdient und gemerkt, so jetzt konnte man es probieren. Und jetzt, aber es klingt für mich immer noch sehr vernünftig. Also du hast irgendwann mal gemerkt, 3 Jahre hast du es parallel gemacht und hast gemerkt, so jetzt kann ich es wagen und jetzt gehe ich den Schritt. Hast du es jemals bereut, in die Selbstständigkeit zu gehen? Nee. Das Einzige, was ich bereue, dass ich mich nicht eher Sachen getraut habe, dass ich nicht eher Sachen einfach gemacht habe, dass ich nicht mehr auf mich selber vertraut habe, auf meine Fähigkeiten, auf mein Potenzial, dieses Bescheidene immer, ne? Also ich komme ja aus Kasachstan und meine Familie, das sind so super fleißige Menschen, sehr bescheiden und so leben sie und so, ohne es zu wollen, vermitteln sie das natürlich auch an ihre Kinder und so wächst man auf, dass man unendlich dankbar ist für das, was man hat, aber man traut sich kaum weiter zu gehen. Genau. Und ich weiß nicht, woher ich das habe, aber irgendwie wollte ich immer mehr. Ich wollte immer und deswegen vielleicht auch das Tanzen auf der Bühne stehen und so. Und das war mir das dann auch nicht genug, weißt du. Und so bin ich halt weiter und habe mich einfach Sachen getraut und einfach mal gemacht. Ich glaube, das ist eine gute Maxime. Also man sollte sich einfach immer mehr trauen, oder? Ja, das ist ein wichtiges Learning, weil man bereut am Ende ja nur das, was man nicht gemacht hat. Genau, und das denke ich mir auch so oft, wenn ich irgendwann alt bin, will ich nichts bereut haben. Ich will lieber darüber nachdenken oder vielleicht mich erinnern, lachend, was schiefgelaufen ist oder was habe ich mir dabei gedacht oder sowas, ne? Anstatt, ich hätte das so gern gemacht, warum habe ich es eigentlich nicht gemacht? Und ich finde, man muss auch mal Sachen riskieren und einfach mal ausprobieren und auch offen sein dafür, dass es vielleicht auch mal schief geht, weil so lernt man ja nur. Ja, ne? Man kann nicht nur Sachen tun, wo man sicher ist, das geht auf, das mache ich, sondern man hat eine Idee im Kopf, die kommt ja auch nicht von irgendwoher, also irgendwas sitzt ja in einem und ich finde, man muss das machen, das Erleben, Ausleben, damit es einen glücklich macht und damit man dann weiß, es war gut oder es war nicht gut. Weil es wird für immer in deinem Kopf sein, bis du es gemacht hast. Also ich bin so ein Mensch, es quält mich richtig. Viele sagen so, oder wenn sie so ihr Styling von früher zeigen und so heute, oh mein Gott, das war so schlimm und so peinlich. Und ich denke mir so, nein, überhaupt nicht. Das war halt vor 10, vor 15, vor 20 Jahren und damals war es cool. Man kann sich ja nicht jetzt für etwas schämen und nicht gut finden, was damals gut war. Man sollte stolz drauf sein, weil das war ein wichtiger Teil, der dich zu dem jetzt gemacht hat, der du bist. Und man sollte sich sowieso nie für sich schämen. Mode ist ja Zeitgeist und im Grunde bist du in dem Moment ja auch Teil der Zeitgeschichte. Ja. Und es gibt doch auch nichts Besseres, als alte Fotos oder Videos zu sehen und wie man da ausgesehen hat und zu sagen, ja, aber ich habe es damals gefühlt. Ja, voll, und damals haben wir Plateau-Boots getragen und damals haben wir die ständig unsere Nieren freigelegt und diese Hüfthosen. Im Winter und dann diese kurze Winterjacke. Ja, und gesagt, ja, Nierenbeckenentzündung, was ist das, bis man sie dann mal hatte. Ja. Und so, und jetzt sind wir ja etwas älter und vernünftiger und tragen auch bequemere Schuhe, glaube ich. Ja, das ist so wichtig für mich. Gerade wenn man so ein sehr
so einen vollen Alltag hat mit allem Möglichen, dann achte ich immer darauf, dass ich mich immer wohlfühle, dass ich gute Klamotten trage, hochwertige Schuhe, dass ich mich wohlfühle, dass mich das nicht stört und nicht ablenkt von meinem Tun. Ne? Und deswegen achte ich da auf jeden Fall auch drauf. Und ich achte immer darauf beim Styling, dass ich mir selber treu bin. Ich hole mir natürlich auch sehr gerne Inspiration, aber ich muss sagen, auch wenn ich mir Inspiration hole, dann am Ende bin ich trotzdem ich, weil ich habe so meine gewissen so Highlights, die einfach zu mir passen und mit denen ich mich wohlfühle. Nicht nur Sachen nachmacht, die gerade cool sind, sondern wirklich sein eigenes Ding auch. Weil dann fühlt man sich am wohlsten und so wie man sich fühlt, so das strahlt man ja auch aus. Ne? Jetzt bist du Mutter geworden, vor gut 3 Jahren. Da ist natürlich wahrscheinlich viel passiert, styletechnisch bestimmt auch. Aber wie ist das, als selbstständige Mutter zu werden? Ist das nochmal eine extra Challenge? Ja, weil man alles nochmal umdenkt, weil man ja plötzlich einen anderen Fokus hat. Gerade wenn die Kinder noch so ganz, ganz klein sind und du für deren Überleben verantwortlich bist. Und dann bist du wirklich mit jeder deiner Zelle zu jedem Zeitpunkt einfach so fokussiert. Und dann ist alles andere erstmal zweitrangig. Und weil mir eben immer wichtig ist, dass ich mir trotzdem selber treu bleibe, habe ich halt relativ schnell nach der Geburt wieder angefangen, so ein bisschen zu arbeiten. Wieder mich zu schminken und gut anzuziehen, weil zum einen habe ich mich so ein bisschen mich selber auch wieder gehabt, was auch wichtig ist, weil in der Zeit eben, wo man so aufs Kind fokussiert ist, finde ich, dann kann man sich auch mal verlieren. Dann hat man als Frau verlieren, ne? Ja. Total, Genau. genau, weil zum Schminken, Mutter, das ist gar sozusagen. keine Priorität. Oder sich gut anziehen, man denkt sich, Hauptsache das Kind. Aber was ich mir immer denke, ich bin auch ein Vorbild für mein Kind. Weißt du, wenn der Kleine irgendwann, weiß nicht, älter ist oder jetzt, wo er so klein ist es ihm egal, ob seine Mama geschminkt ist oder nicht oder gut angezogen oder nicht. Aber wir halten ja Erinnerungen fest. Fotos, Videos und er wächst ja so auf, er sieht mich ja so, er gewöhnt sich ja daran. Und das, wie ich bin und wie ich aussehe, das wird für ihn irgendwann so eine Normalität sein. Und ich will, dass er das eben so lernt und erlebt von mir und auch von meinem Mann, dass es wichtig ist und richtig und gut, wenn man sich eben auch gut kleidet und anzieht. Ich sage nicht, dass es das Wichtigste ist, aber so bin ich zum Beispiel auch aufgewachsen. Deswegen dieses sich gut anziehen, dieser Spaß daran, diese Leidenschaft, das kommt nicht von irgendwoher. Meine Mama ist auch ein sehr kreativer Mensch, sie ist Kunstmalerin und dieses gute sich eben anziehen, gut schminken und so bin ich aufgewachsen, weil sie das immer gelebt hat und ich fand das immer so toll. Ich wollte das auch immer. Also es hat mich sehr positiv beeinflusst und ich will eben, es ist auch mal okay, wenn man in Jogginghose und so oder mal ungeschminkt, das ist auch voll bei mir sehr oft der Fall. Aber in allen Dingen, nicht nur in diesem Aussehen, in allem, was ich jetzt mache und so, denke ich mir, okay, ich bin ein Vorbild für mein Kind. Wie reagiere ich auf Dinge? Wie gehe ich mit Menschen um? Wie bin ich draußen, wenn wir sind? Wie bin ich, wenn wir zu Hause sind? Wie gehe ich mit, so, man krempelt alles nochmal um. Aber ich muss sagen, am Ende ist mein Leben nur besser geworden, weil du eben eine bessere Version von dir sein willst, weil du eben Vorbild bist. So sehe ich das zumindest. Ne? Aber ich mache mir auch keinen Druck. Perfekt muss man auch nicht sein. Ne? Also da darf man nicht sich auch zu viel vornehmen. Aufhalten. Ja. Genau. Aber die Selbstständigkeit zu kombinieren mit einem Kind ist wirklich nicht einfach. Und ich sag mal so, auch wenn man eine Powerfrau ist und eine Macherin und diszipliniert, man schafft das nicht alleine. Man braucht It takes a village. unbedingt, ja. Man braucht auf jeden Fall eine Unterstützung. Und da muss ich sagen, da sind mein Mann und ich einfach ein super gutes Team, weil wir beide sehr außergewöhnliche Jobs haben, sage ich mal, aber wir uns beide gegenseitig den Rücken sehr frei halten. Und deswegen funktioniert das auch. Jetzt hast du deinen Mann gerade erwähnt. Jetzt haben wir die Situation, dass wir ja im Grunde 2 Selbstständige haben, ne? 2 Kreative auch. Ja. Wie lässt sich das vereinbaren, zusätzlich noch mit Kind? Also im Alltag auch. Ja, es ist manchmal herausfordernd. Aber wir sind nicht in der gleichen Branche unterwegs. Also wenn er jetzt auch Content Creator wäre,
ich denke, das hätten wir auch hingekriegt, dann würden wir uns gegenseitig einfach unterstützen. Ja. Aber so, er ist als Tänzer, er ist immer so blockweise unterwegs. Okay. Das bedeutet, entweder er ist da und trainiert halt am Abend, wenn der Kleine schläft. Das heißt, ich habe so freie Laufbahn und kann meine Arbeit machen. Also eher am Abend. Und er passt halt auf. Ja. Ne? Und dann am Abend macht er halt sein Training, da ist er relativ frei. Aber wenn er jetzt Probenphasen hat, Auftritte, Vorführungen, der ist auch meistens im Ausland, dann ist er wirklich so einen Monat oder so einfach weg. Oh, okay, komplett. Nicht, genau, da bin ich alleinerziehend so gesehen. Und da muss ich halt richtig gucken, wie ich jongliert alles hinbekomme, weil, wie du wahrscheinlich weißt, ne, Social Media verzeiht keine Lücke. Du musst einfach ohne eine Pause, du musst immer abliefern. Ja. Zeigen. Und da habe ich wirklich im letzten Jahr wirklich viel gelernt, wie ich damit umgehe, wie ich das mache. Man muss auch dazu sagen, der Kleine geht auch zur Betreuung jeden Tag für ein paar Stunden. Das hilft sehr. Auch und ihm, glaube ich, oder? Auch so Ja. für Sozialisierung und alles, oder? das war am Anfang für mich so schwer, weil ich hatte mich so schlecht gefühlt. Ich habe gedacht, oh Mann, mein kleines Kind, ich gebe ihn ab, damit ich arbeiten kann. Aber eigentlich war das nie meine Intention, weil er ist mir wichtiger als Arbeit oder irgendwas. Und dann habe ich verstanden, es ist eigentlich schön für ihn, weil das sind gleichaltrige Kinder, die lernen so schnell, sie entwickeln Ja, sehr sich wichtig. so toll. Es wird sich fokussiert auf sie. An Gleichaltrigen auch Genau. orientieren. Genau, und die Frau, die Betreuerin, die das macht, sie ist Profi. Also sie weiß genau, wie geht man mit Kindern um, was kann man denen anbieten, was können sie spielen, basteln, malen. Die machen jeden Tag was anderes. Ich könnte ihm das nicht mal anbieten. Weißt du, diese Abwechslung, weil ich habe ja nur ihn und ich mache zum ersten Mal meine Erfahrungen mit Kind. Weißt du, deswegen, also du brauchst auf jeden Fall ein Team. Und da haben wir eben die Betreuung, dann mein Mann und wenn ich eben ganz alleine bin, dann habe ich natürlich auch meine Eltern um die Ecke. Und Das ist natürlich ein Segen. die sind ein Traum und die machen das so gerne. Ich habe nie schlechtes Gewissen, dass ich mir denke, oh, jetzt muss ich schon wieder fragen, ob sie vorbeikommen auf einen Kaffee und ich schnell hochflitzen kann in mein Homeoffice, weil sie machen das so gerne und sie verstehen sich alle gut und es ist einfach, so klappt das, ne? Mit Unterstützung. Ja, großartig. Und das führt mich wieder zurück zu deiner Partnerschaft. Ihr seid seit 3,5 Jahren verheiratet, oder? Seit 10 bald. Was? Ja! Seit 10 Jahren? Okay. Und soll ich dir mal was sagen? Und wie lange seid ihr schon zusammen? 11. Ihr habt nach einem Jahr direkt geheiratet? Er hat mir nach 4 Monaten einen Heiratsantrag gemacht. Nach 4 Monaten? Und dann habe ich gesagt, ja, auf jeden, aber ich habe gesagt, lass uns aber zu unserem Einjährigen heiraten, weil wir müssen unsere Eltern irgendwie die Langsam Flamme ein ranführen. bisschen löschen. Ja, genau. Aber das klingt ja leidenschaftlich. Wie war denn da wie habt ihr euch kennengelernt? Also wir haben uns kennengelernt und ich habe ihm angesehen, er hat sich in mich verliebt. Und ich habe mir gedacht, oh nee, ey, weil ich wollte, dass das mein bester Freund wird. Ich fand den so toll und ich habe mir gedacht, das ist einfach einer der besten Menschen, die ich je kennengelernt habe. Und dann, es hat wirklich nicht lange gedauert, dann habe ich mir gedacht, er ist einfach so perfekt. Ich kann ihn mir einfach das ist der Mann, mit dem ich mir vorstellen kann, zusammen zu leben. Ich meine, ich war 25, als wir geheiratet haben. Ich kann mir vorstellen, mit ihm zu leben, Kinder bekommen, große Ziele erreichen. Er ist auch kreativ, er ist mein Landsmann, er ist Tänzer. Als wir Eltern geworden sind, habe ich noch mehr gemerkt, wie gut es einfach passt und wie ich unendlich dankbar bin. Das ist ja nochmal eine neue Ebene in der Partnerschaft, ne? Ja. Wenn man also Partnerschaft und wenn die funktioniert, Ja, aber wenn man ja. dann Eltern wird, dann kommt man nochmal auf eine ganz andere Ebene, glaube ich, wo man gucken muss, ob das so funktioniert Ja. oder halt eben nicht. Natürlich, du kommst ja selbst persönlich an deine Grenzen und dann musst du auch noch schauen, dass du mit deinem Mann diese Grenzen verstehst und auch damit umgehst. Und man ist ja so als Eltern gerade am Anfang mit dem ganzen Schlafmangel und den ganzen neuen Erfahrungen, man ist so oft einfach überfordert. Und wenn man überfordert ist, ist man vielleicht auch mal kurz angebunden. Dann geht man vielleicht manchmal nicht so gut miteinander um wie sonst. Und ich finde, da muss man einfach Verständnis zeigen gegenseitig. Der eine ist vielleicht ein bisschen, geht so damit um, der andere zieht sich etwas zurück oder so. Aber ich finde, es ist das Allerwichtigste, dass man immer miteinander redet über alles. Und dass man immer wieder so schlichtet, dass man immer wieder neutralisiert. Man kann auch mal kürzer angebunden sein in der Situation. Dann sagt man später sorry oder so. Ne? Aber ich finde, es ist ganz wichtig, dass man immer ehrlich ist
und einfach authentisch, dass man sich nicht verstellt und dass man alles immer gleich anspricht, oder? Dass es sich nicht anstaut und dann wie so ein Vulkan irgendwann. Ja, und ganz dann gefährlich. kennst du das, wenn du so zu viel so in dir hast und dann kommt das mal raus und dann fallen dir noch 10 Sachen ein, die du hinterher wirfst. Und hättest du mal in dem Moment, wo es dir nicht gepasst hat, das gleich angesprochen, Ja. dann wäre das vielleicht nicht so ein Und das Ding wäre nicht so ein geworden. Riesending gewesen. Ne? Genau. Genau. Wie wichtig sind dir zum Beispiel Trends? Trends? Ja, ich interessiere mich für Trends. Ich beobachte das. Aber ich setze nicht alle für mich um. Ich finde, es ist okay, wenn man sich mal was traut, ne? Mal was ausprobiert. Ich finde es aber auch okay, wenn man nicht alles mitmacht. Ich meine, so mit meinem Job, ne, manchmal denkt man vielleicht eher, sollte ich das mal auch mitmachen? Ne? Aber ich finde es in Ordnung, wenn man nicht alles mitmacht. Man lässt sich mal davon inspirieren und ich finde, man kann alles für sich selbst irgendwie umsetzen. Und wie du sagst, ne, ich bin ja eher so dieser elegantere Typ. Ich habe das nie so geplant, elegant zu sein, sondern ich habe immer so, das hat sich so entwickelt. Na, es ist ja in dir. Ich weiß auch nicht, ja, genau. Es ist in dir und das es gibt- findet ja seinen Ausdruck dann. Ja, durch und das, ich was du finde, trägst. wenn man Trends so mitbekommt und sieht, dann weiß man, oh, ist das was für mich oder nicht. Und einfach mal ausprobieren, das macht ja auch Spaß. Wie du sagst, es ist Geschmackssache. Mode Es wird- soll Spaß machen. Und es wird immer Leute geben, die das gut an dir finden oder nicht gut an dir finden. Und du musst einfach dich selber wohlfühlen. Ich finde es schön, dass wir jetzt so mal ein bisschen reden konnten und ich habe wahnsinnig viel erfahren. So über wie du Selbstständigkeit, Mutterschaft und Partnerschaft so deinen Hut kriegst. Und ich habe das Gefühl, es ist anspruchsvoll, es ist Arbeit. Ja. Du scheust aber keine Arbeit. Nee. Und, aber es wirkt für mich sehr so, als würdest du so in dir ruhen bei dem, was du tust, weil du deiner Leidenschaft gefolgt bist und dich nicht in irgendeinen Job hast zwängen lassen, weil Ja. du in deine Partnerschaft investierst. Und irgendwie klingt das für mich nach einem harmonischen Bild. Ich finde das sehr schön. Danke. Ich versuche auch alles, weißt du, gewissenhaft zu machen. Die Weil, Jungfrau, da ist sie wieder. ja, weil auch der Content und die Kooperation, die ich habe und so, ich weiß immer, dass meine Mama auch zuschaut. Und meine Schwester und meine Freundinnen. Und deswegen will ich auch alles du gewissenhaft. schaust dir selber zu Ja, bei dem, was ja, du tust. Du genau, musst stolz genau, sein auf genau. das, was du tust. Ja, das. Manchmal sage ich das so, ich predige das so auf Instagram, sage ich so, Leute, ihr müsst euch mal selbst auf die Schulter klopfen, ihr müsst mal selbst auf euch stolz sein. Das ist nichts Schlimmes und Eigenlob stinkt überhaupt nicht. Wer hat sich das überhaupt ausgedacht? Und dann denke ich mir manchmal, ja, ich könnte auch mehr, Das müsstest du noch auch mehr leben. verinnerlichen. Ja. So, dafür klopfe ich dir jetzt auf die Schulter Danke. und gebe dir jetzt einen Kaffee aus. Okay? Ja.